Diese Aktien kauft die Community. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute an, welche Aktien hier meine Follower im Moment als sehr, sehr spannend erachten, beziehungsweise jetzt selber auch hier im Monat August gekauft haben. Das basiert jetzt hier auf den Umfrage, auf meinem letzten Post, wo ich gefragt habe, welche Aktien ihr in letzter Zeit gekauft habt oder spannend findet. Und die Aktien sind jetzt eben hier mit in dem Video. Könnt ihr auch immer gerne teilnehmen bei den Umfragen. Dann kommen eure Aktien dann hier auch mal in einem Video vor. Ja, die Aktien, die wir diesmal dabei haben, ist einmal L'Oreal, dann Daikin, WiseTech Technologies, mal ganz interessant aus Australien, Exxon Enterprise und Samsung SDI. Und an der Stelle auf jeden Fall mal danke an dich, wenn du hier eine der Aktien vorgeschlagen hast und hier ja, teilgenommen hast an der Interaktion. Bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle. Und bevor wir jetzt hier starten, wenn euch mein Content gefällt und das Video jetzt hier, dann lasst doch gerne ein Abo da, macht die Glocke an und lasst einen Daumen nach oben da. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Aber jetzt starten wir direkt rein. Ja, die erste Aktie hier ist Axon Enterprise. Ich möchte jetzt immer so ein bisschen was über das Unternehmen verlieren an Erklärungen und Worten und dann technisch und fundamental in die Analyse reinstarten. Also, Axon Enterprise ist ein sehr, sehr spezialisiertes Sicherheitstechnologieunternehmen und eben hauptsächlich auf diesen öffentlichen Sektor, also staatliche Bereiche. Die haben zum Beispiel diese Taser-Elektroschockgeräte rausgebracht. Dafür sind sie sehr, sehr bekannt. Und ja, was gehört da noch dazu? Klar, sowas wie Bodycams, aber auch die Software, die dafür nötig ist. Und das machen sie eben alles cloud-basiert und haben dann wirklich auch gutes Datenmanagement-System für die Strafverfolgungsbehörden, zum Beispiel in den USA, ein sehr, sehr beliebtes Werkzeug. Ja, und die Mission, klar, Ziel ist es, die Einsatzpraktiken der Polizei sicherer und transparenter zu gestalten. Und man hat auch hier schon sehr, sehr globalen Einfluss. Also man ist wirklich ein ja, sehr, sehr großer Lieferant für Polizei und andere Behörden, aber auch weltweit, also nicht nur in den USA, aber natürlich da insbesondere. Und wenn wir uns jetzt hier diesen Chart mal anschauen, dann sehen wir auch, ja, da haben wir eine sehr, sehr interessante Aktie. Also wir haben hier einen dynamischen Aufwärtstrend, der sich schon sehr, sehr lange, seit mindestens 2011 hier bewegt und hatten zuletzt eine noch dynamischere Entwicklung nach oben. Also der Trendkanal sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Jetzt gucken wir das Ganze uns auf Wochenbasis an. Die letzte Wochenkerze auch sehr, sehr stark. Ja, die vorletzte Wochenkerze, wahnsinniger Anstieg hier. Da hatten wir einen Kursgewinn von 25%, also wirklich enorm. Grundsätzlich ist jetzt hier alles bullish, also da sieht es so aus, als würde die Aktie einfach weiter nach oben durchziehen. Aber wir sehen halt auch also auf Monatsbasis, dass wir schon in Richtung oberen Trendkanal kommen. Schön langsam. Also es könnte sein, dass sich da jetzt mal mittelfristig irgendwann mal eine Korrektur zusammenbaut. Aber im Moment sieht es aus, als würde die Aktie einfach weiter steigen. Sieht sehr, sehr bullish aus. Wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir uns hier unten mal irgendwo wiederfinden in ein, zwei Jahren vielleicht, nachdem hier eine Korrektur eingeleitet wurde. Alternativ muss man das aber weiter beobachten. Also im Moment sieht es da einfach sehr gut aus und keine Einstiegschance akut. Ja, das Unternehmen ist relativ klein, hat nicht mal 30 Milliarden Marketkapitalisierung, hat keine Dividende im Moment, aber eine Price-to-Earnings-Ratio von knapp 100. Also das Unternehmen ist schon sehr, sehr hoch bewertet auch, muss man an der Stelle mal dazu sagen. Generell ist aber die Valuation Ratio, zumindest was die PE angeht, jetzt in den letzten beiden Jahren erst ausgewiesen worden. Und sonst kann man es eben jetzt hier nur an der Price-to-Sales Ratio festmachen und da liegt die eigentlich historisch ja relativ im Schnitt. Ja, woran liegt das? Das liegt daran, dass man hier lange auch unprofitabel war, 2020, 2021. Jetzt zuletzt konnte man aber da seit 2022 wirklich extrem stark die Margen steigern und hier das Umsatz gleichzeitig sowie das Net Income erhöhen. Ja, deswegen sieht jetzt die Entwicklung eigentlich ganz gut aus, gefällt mir relativ gut. Man macht hauptsächlich seinen Umsatz mit diesem Software und den Sensoren mit 61% und der Rest ist Taser, also Hardware. Klar, wichtigster Markt USA 85%, der Rest hier mit den 14% sind eben andere Länder. Ja, bei der Verschuldung, Debt to Free Cashflow, haben wir so einen sechsfachen Verschuldungsgrad, relativ hoch, aber wir haben einen so sehr, sehr hohen Cash-Bestand, also das ist auch kein Problem. Völlig in Ordnung, da könnte man schon mit dem Cash auch
innerhalb eines Jahres die ganzen Schulden tilgen. Ja, jetzt hier mal auf das Umsatzwachstum, hier unten sieht man das schön, sehen wir, dass der Umsatz immer so 30% tatsächlich eigentlich seit 2017 immer so um die 30% gewachsen ist. Also das ist schon ein sehr, sehr gutes Wachstumsunternehmen auch, wie wir sehen. Und da scheint auch die Bewertung natürlich einen Aufschlag zu verdienen. Das gleiche sieht man im Gross Profit, Operating Income, etwas zyklischer an der Stelle wird man wahrscheinlich einfach mehr investiert haben. Das gleiche sieht man im Net Income und EBITDA. Aber grundsätzlich ist hier auf jeden Fall der Trend beim Wachstum auf der richtigen Spur. Ja, klar, in dem gleichen Zeitraum sind auch die Total Assets angestiegen. Leider sind aber auch die Schulden in dem Zeitraum meistens sogar etwas höher gewesen. Nur 2023 konnte man die Assets bzw. hier besser steigern wie die Schuldenlast an sich. Ja, bei dem Free Cashflow und den Cash from Operating Activities, da sehen wir, dass wir vor allem 2021, 2022 extrem starke Ausschläge nach oben hatten und uns eigentlich seit 2021 erst gut entwickeln. Jetzt hier mal zuletzt so eine kleinere Korrektur gesehen haben, aber hier schaut der Trend eigentlich auch gut aus für die Zukunft. Ja, hier sieht man jetzt nochmal hier diese auf Basis der letzten Jahre, die Ratios von Price to Sales, Price to Cashflow. Da sehen wir, dass wir jetzt im Moment auch relativ hoch bewertet sind. Also hier war es schon deutlich billiger mal zu haben, das Unternehmen mit hier 51 Price to Cashflow und hier 83. Also das sieht man ja auch am Chart, dass wir jetzt schon eher weit gelaufen sind und jetzt nicht in einer günstigen Position sind. Was die Total Common Shares Outstanding angeht, haben wir leider kein schönes Bild. Hier muss ich sagen, das Unternehmen verwässert die Aktionäre wirklich extrem. Wir hatten hier 2017 52 Millionen, jetzt haben wir schon 75 Millionen, also das gefällt mir weniger gut. Da werden wir schon sehr, sehr stark verwässert. Aber Netmargen, EBITDA-Margen, wie vorhin schon erwähnt, die hat sich eigentlich sehr, sehr gut entwickelt. Vor allem jetzt auch hier raus mit mit dem Corona-Crash bzw. die Inflation-Korrektur finde ich das eigentlich eine gute Entwicklung. Dividende bezahlt man keine, wie bereits erwähnt. Und beim Ausblick, da sieht es natürlich brutal aus. Das Unternehmen soll weiter so stark wachsen. Also da kann ich natürlich auch dann verstehen, dass das Unternehmen eine relativ hohe Bewertung aufruft, aber die wäre mir doch etwas zu schwindelerregend. Ja, aber jetzt gucken wir direkt hier zur zweiten Aktie, nämlich WiseTech. Also WiseTech hier ein Anbieter aus dem SAS-Bereich für Logistik. Also auch sehr, sehr spannend, weil das ist ein Unternehmen, was Packaged Software anbietet, das aus Australien also operiert. Und man ist eben jetzt hier hauptsächlich in dem Logistikbereich tätig und die wurde schon 1994 gegründet, also ist eigentlich schon relativ ähm, lange hier, besteht schon lange das Unternehmen, aber man ist erst seit 2016 an der Börse und eben hier in dem Fall aus Australien. Ja, und wenn wir uns jetzt hier mal den langfristigen Chart anschauen, ja, ist okay, also ist jetzt keine schlechte Darstellung, gefällt mir relativ gut, ist jetzt nicht ganz so dynamisch, wie es zum Beispiel jetzt Exxon gerade war, aber auf jeden Fall ein schöner langfristiger Aufwärtstrend, der aber hier eher auf eine Wochenbasis zu managen wäre. Also sollten wir jetzt hier unter die 56 fallen, das wäre jetzt nicht so schön, dann würde die Korrektur auf jeden Fall nochmal deutlich ausgeweitet. Akut jetzt aber auch nicht spannend, also hier muss sich erstmal die Korrektur dann auflösen. Klar, hier unten wäre eine schöne Zone um die 60, aber muss man erstmal abwarten, wie es da aussieht. Also grundsätzlich interessantes Unternehmen. Schauen wir mal, ob die ganze Bewertung und so weiter hier gerechtfertigt ist. Was interessant ist, wir zahlen sogar eine Dividende mit 0,17%, haben aber eine Price-to-Earnings-Ratio von 140, also ähnlich wie Exxon Enterprise, wirklich extrem hohe Bewertung. Und da guckt man jetzt mal auf den Overview. Wir haben 31 Milliarden australische Dollar Marktkapitalisierung. Im Vergleich der letzten 5 Jahre ist die P-Ratio hier schon extrem stark angewachsen. Also wirklich eine Überbewertung, wenn man das jetzt im Sinne der letzten Jahre vergleicht. Warum das so ist, können wir jetzt wahrscheinlich gleich feststellen. Grundsätzlich, klar, Umsatzwachstum ist langfristig auf jeden Fall deutlich steigernd, steigert sich deutlich. Vor allem in den letzten Jahren ist hier deutlich mehr Wachstum mit drinnen, aber die Netmarge ist jetzt hier zuletzt etwas runtergegangen, aber Umsatzwachstum sieht sehr, sehr gut aus. Ja, bei dem Revenue Breakdown sehen wir, dass On-Demand License der wichtigste Teil ist. Dann gibt es noch sowas wie einmalige Licensing und dann eben dafür noch Support und Services.
Man ist relativ gut diversifiziert, gefällt mir gut. EMEA 40%, dann hier America 31%, Asia Pacific 30%, also schöne Diversifikation. Hier zahlt man tatsächlich auch schon länger Dividende, auch interessant. Die steigert man auch schon hier relativ lange, zumindest seit 2019. Ja, eigentlich ganz nett. Im Moment jetzt Dividenden-Yield von 0,17%. Und bei der Verschuldung sieht es sehr, sehr gut aus. Also da haben wir unter einjähriger Verschuldung. Die könnten sofort ihre ganzen Schulden tilgen. Das gefällt mir gut. Beim Cashflow ist eben auch hier relativ dynamisches Wachstum. Also da sieht man schon, dass das Unternehmen wirklich stark ist. Kein negatives Jahr dabei in den letzten Jahren. Wirklich sehr, sehr gute dynamische Entwicklung. 1A braucht man gar nichts sagen. Beim dem Price to Earnings habe ich ja vorhin schon gesagt, da sind wir historisch schon wirklich hoch. Aber beim Price to Free Cashflow, da ist es eigentlich nur minimal erhöht. Also da sieht es eigentlich ganz okay aus an der Stelle. Bei den Total Common Shares Outstanding haben wir aber das gleiche Bild wie bei Exxon, dass hier schon die Aktienanzahl steigend ist, auch relativ erhöht. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Bei Netmargen, EBITDA-Margen, ja, die sind relativ gleich gehalten worden über lange Zeit. Jetzt zuletzt haben vor allem sich die Netmargen, die EBITDA-Marge sehr, sehr stark steigern können. Also das ist auch schön. Ja, wie gesagt, Dividende Payout Ratio liegt immer so um 20%. Das Wachstum der nächsten Jahre soll weiter so gehen. Jetzt nicht ganz so stark in 2024, aber ab da soll wirklich wieder extrem starkes Wachstum kommen. Und auch beim Umsatz, da soll man in den nächsten 4 Jahren seinen Umsatz mehr als verdoppeln. Also das ist schon wirklich sehr, sehr starkes Wachstum. Interessant, aber ob jetzt eben dann diese hohe Bewertung dafür gerechtfertigt ist, muss man dann tiefer analysieren. Ja, jetzt das nächste Unternehmen. Hier ein Unternehmen aus Japan. Daikin ist ein Klimaanlagenhersteller. Klar kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere, ja, Heizung, Lüftung und Klimasysteme und ist ein echter Innovationsführer, auch ein globales Unternehmen, was operiert eben weltweit mit einem starken Markenanteil in Asien, Europa und Nordamerika. Und die haben auch eine wirklich breite Palette an Lösungen. Ja, grundsätzlich schöner Aufwärtstrend eigentlich seit 2012, der jetzt hier aber schon lange da oben stockt, eigentlich so seit 2020. Aber interessante Unterstützung jetzt hier auf Niveau, also auf dem in dem grünen Balken, auf dem 2018er Niveau. Klar, wir müssen sagen, wir haben uns jetzt hier schon so lange seitwärts bewegt und haben jetzt eigentlich die Top-Bildung abgeschlossen, indem wir jetzt hier die 19 unterschritten haben. Aber es ist schon hier eine wichtige Zone auf jeden Fall rund ums 78,6er. Und wenn jetzt hier eine Bodenbildung kommt mit einem Doppelboden, dann könnte man hier schon long gehen und einsteigen. Wäre auf jeden Fall interessant, wenn man uns hier jetzt stabilisieren. Aber jetzt ist hier erstmal der Abkauf. Also hier dringende Bodenbildung nötig, davor nicht interessant. Wir haben eine Dividenden-Yield von 1,8%, also auch schon eine kleine Dividende, die hier gezahlt wird, ganz interessant. Gucken wir mal hier auf die finanzielle Lage. Wir sehen in dem historischen Vergleich die P-Ratio sehr günstig, also sehr interessant. Umsatz konnte in den letzten Jahren relativ schön gesteigert werden. Über 10%, Netmargin ist aber in den letzten Jahren doch rückläufig gewesen, leider im Vergleich zu 2021. Umsatz-Breakdown, da macht man hauptsächlich mit Klimaanlagen seine Gewinne, noch ein bisschen mit Chemical. Hauptmarkt ist tatsächlich USA mit 34%, Europa 16% und dann noch kleinere Abteilungen. Ja, wie gesagt, Dividende wird schon länger gezahlt, auch schön. Debt-to-Free Cashflow, ja, also relativ hoch an der Stelle, siebenfach ungefähr, sechs, siebenfach, aber auch hier hoher Cashbestand, mit dem man das dann auch gut tilgen könnte. Beim Free Cashflow finde ich sehr interessant. Das wundert mich jetzt schon sehr an der Stelle und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Unternehmen hier nicht mehr weiter im Kurs gewachsen ist, weil der Free Cashflow 2021, 2022 rückläufig gewesen ist und das gleiche gilt für die Cash from Operating Activities. Das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein, warum das Unternehmen jetzt eben hier seitwärts läuft, aber 2023 sieht schon deutlich besser aus wie in den letzten 2 Jahren. Ja, auch Total Assets, die laufen natürlich gleich mit nach oben. Und jetzt schauen wir uns hier noch die historischen Zahlen an bei den ausstehenden Aktien. Hier sehen wir 2017 292 Millionen, jetzt immer noch 292 Millionen. Also da ändert sich nicht viel. Also kein Rückenwind, aber auch eben jetzt hier kein Gegenwind.
Bei den Margen können wir sehen, die hat 2017 bei einer Nettmarge 8,25 betragen und jetzt beträgt sie nur noch 5,92. Also hier muss man aber auch sagen, dass das Unternehmen an den Margen kürzt. Das ist auch nicht so schön zu sehen. Gefällt mir jetzt weniger gut. Also es scheint so, als hätte man hier deutlichen Konkurrenzdruck dazu bekommen in den letzten Jahren. Das würde ich mal genauer unter die Lupe nehmen. Ja, Dividende wird schön bezahlt, immer so 30% Ausschüttungsquote, völlig in Ordnung. 2024 soll das Wachstum jetzt nicht so krass sein, auch 2025 eher noch mau, beziehungsweise immer so, naja, so 10%, bisschen unter 10%, also eher langsameres Wachstum bei den Earnings per Share hier anscheinend prognostiziert. Beim Umsatz ja 5% jedes Jahr. Also hier sieht man dann auch schon, dass die Bewertung eher gerechtfertigt ist. Also jetzt hier schon fast ein Slow bis Average Grower, aber trotzdem, wenn wir uns hier stabilisieren, interessante Aktie auf jeden Fall. Ja, das nächste Unternehmen ist L'Oréal. Denke ich, kennt auch jeder Konsumartikelhersteller aus Frankreich. Und ist tatsächlich der weltweit größte Kosmetikhersteller und ist auch bekannt für eine breite Markenvielfalt wie Lancôme, Maybelline oder Garnier, beziehungsweise natürlich L'Oréal Paris. Und da sind sie eben auch auf Nachhaltigkeit sehr erpicht. Und wenn wir uns hier diesen Chart mal anschauen, der ist ja wirklich sehr, sehr schön, also eine sehr, sehr schöne langfristige Entwicklung seit 2007, auch davor schon brutal gelaufen. Dann natürlich hier Dotcom-Blase, da sind sie dann ein bisschen seitwärts gelaufen. Aber grundsätzlich kann man hier sehen, auf jeden Fall dynamische Entwicklung, gefällt mir wirklich gut vom Chart her. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man so eine Aktie im Depot hat. Auf jeden Fall okay. An der Stelle hier jetzt mal eine interessante Unterstützung, die auf 360 Euro ungefähr liegt. Ich meine, wir haben uns jetzt hier nochmal rausbewegt, haben ein neues All-Time-High gemacht und müssten jetzt uns hier irgendwo stabilisieren. Also am liebsten wäre es mir wirklich auf diesem Niveau, wo wir jetzt sind, kleine Seitwärtsphase, dann nach oben raus. Oder wir korrigieren hier nochmal nach unten, brechen halt jetzt dann diesen Wochentrend und stabilisieren uns hier drauf. Aber grundsätzlich, unser Unternehmen bricht erst seinen Monatstrend, wenn wir unter die 300 Euro hier gehen. Das glaube ich aber auch nicht, dass das passiert. Also sieht alles in Ordnung aus. Gutes Unternehmen würde ich an der Stelle einfach weiterhalten. Chartsituation muss man aber natürlich jetzt im Auge behalten. Ja, bei den finanziellen Daten von L'Oréal, wir haben Marktkapitalisierung von 205 Milliarden, sind im historischen Vergleich in den P/E-Ratios tatsächlich auch günstig an der Stelle. Beim Umsatz, da ist das Wachstum aber doch eher ein bisschen langsam gewesen, also so unter 10%, knapp unter 10%. Aber dazu muss man sagen, die Nettmarge konnte jedes Jahr in den letzten 5 Jahren sehr stark gesteigert werden. Also das ist schön zu sehen, das Unternehmen schafft es immer profitabler zu werden. Man macht hauptsächlich seine Umsätze hier mit L'Oréal Luxe und Consumer-Produkten und in Nordamerika bzw. Europa hat man den meisten Umsatzanteil. Dividende wird schon länger gezahlt, da hat man immer so eine Dividenden-Yield von 1,5% zum Beispiel letztes Jahr bekommen. Beim Debt-to-Free Cashflow sieht alles völlig in Ordnung aus, also 1,5 Jahre, dann würde man den komplett tilgen, die Schuldenlast, also alles in Ordnung, ganz gute Situation. Bei den Income Statement Total Revenue sehen wir, da ist 2023 7,6% hochgegangen, also immer so 10% Wachstum, manchmal knapp 20% auch. Das gleiche beim Operating Income. Net Income ist etwas schwächer hier zuletzt gewesen mit 8%, aber sieht auf jeden Fall gut aus. EBITDA, da sieht man es eigentlich am besten, wie man hier das Wachstum mit hat, nämlich immer so um 11, 12%, 10 bis 12%. Also schon eigentlich schönes Wachstumsunternehmen, ein Average Grower. Ja, Price to Earnings habe ich vorhin schon gesagt, historisch eher günstig zu haben. Bei den Aktienanzahl, die ausstehenden ist, haben wir 2017 560 Millionen gehabt, jetzt haben wir noch 534. Also man zahlt hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld an die Aktionäre zurück und senkt hier die Anzahl ausstehender Aktien. Sehr schön für uns als Aktionär. Ja, hier Dividende wird schon lange bezahlt, Payout Ratio relativ hoch, mit 50 bis 60%, aber da ist schon noch Luft. Beim Ausblick auf die nächsten Jahre sehen wir weiter dynamisches Wachstum, über 10%, also sieht gut aus bei den Earnings per Share. Beim Umsatz da auch ja, knapp 10% Wachstum. Also das Unternehmen scheint weiter auf Wachstumsweg zu sein. Für mich sehr, sehr interessant, das packe ich mir tatsächlich auch mal auf die eigene Watchlist. Dann haben wir hier noch Samsung SDI und wenn du jetzt immer noch dabei bist und mir fleißig
zuschaust, dann lass doch gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Hier auf jeden Fall, Samsung müsste auch jedem bekannt sein, einer der weltweit größten Elektronikkonzerne, bekannt für Smartphones, Fernseher, Haushaltsgeräte, Speicherchips. Und die haben ja wirklich auch ein diversifiziertes Portfolio und sind tätig in Bereichen wie Halbleiter, Display, Haushaltsgeräte und so weiter. Ja, mit einem globalen Einfluss. Langfristig gefällt mir der Trend jetzt aber hier nicht ganz so gut. Klar, der ist auf jeden Fall da, auf jeden Fall seit 2007. Also hier mit den Bruchmöglichkeiten. Frühestens bricht der Trend hier unter 1780. Auf Monats- bzw. Wochenbasis sehen wir aber hier, wir sind immer noch in der Korrektur, haben jetzt hier auch noch keine richtige Gegenwehr. Also hier muss auf jeden Fall erstmal eine Bodenbildung her. Am besten jetzt auf diesem Niveau wäre ganz nett hier um dieses 78,6 herum. Alternativ dann eben irgendwo hier unten in der Nähe dieses Monats Trendbruches, wäre aber dann schon relativ gefährlich. Also hier oben wäre es besser, wenn wir das dann abschließen würden, die Korrektur. Ja, hier haben wir eine Dividende von 0,31% bei Samsung SDI. Also relativ kleine Dividende, aber auch sehr, sehr kleine Payout Ratio. Und ja, die machen ja hauptsächlich auch so Verkauf von Secondary Cells und Plasma Display Panels. Und da gucken wir uns jetzt auch hier die finanziellen Daten genauer an. Ja, bei dem bei einem Valuation Ratio sehen wir, dass wir die historisch sehr, sehr günstig bekommen, müssen wir sagen, auf Blick der letzten 5 Jahre. Das Umsatzwachstum ist aber auch extrem stark gesunken, also schon verdient, dass hier auch die Bewertung jetzt rückläufig gewesen ist. Netmargen, die sind auch zumindest im letzten Jahr leicht rückläufig gewesen, konnte sich aber alles davor sehr, sehr stark dynamisch nach oben entwickeln. Beim Umsatz sehen wir hauptsächlich Energy Solutions 89%, Electric Materials 10%. Europa und North America sind die zwei wichtigsten Märkte tatsächlich. Ja, relativ niedriger Dividenden-Yield, haben wir schon vorhin gesehen, mit nur 4% Auszahlungsrate. Das ist eben jetzt hier auch Samsung SDI. Und Debt to Free Cashflow, da wartet sich der Free Cashflow hier negativ anscheinend. Interessant, das zu sehen. Hier sehen wir Total Revenue, die sind aber im letzten Jahr schon noch über 12% gewachsen. Davor war das Wachstum auch schon sehr, sehr stark, deswegen wahrscheinlich auch die hohe Bewertung. Net Income gleiches Bild. Beim Balance Sheet natürlich dann eben auch. Beim Free Cashflow, da sieht es also interessant. Free Cashflow negativ hier gewesen in den letzten 3 Jahren. Dann davor aber positiv, also jetzt zuletzt sehr stark negativ. Cash from Operating Activities war aber positiv. Also was macht man da? Wahrscheinlich muss man da irgendwie ganz stark investieren oder warum ist man hier Free Cashflow negativ? Interessant. Muss man sich ganz genau anschauen mal, woran das liegt. Ja, P/E-Ratio, haben wir schon gesagt, Bewertung sehr niedrig. Also da könnte sich mal ein genauer Blick auf jeden Fall lohnen. Total Common Shares Outstanding, die wurden relativ gleich gehalten. Ja, die wurden ganz genau gleich gehalten, da hat sich gar nichts geändert. Wurden nicht erhöht, nicht reduziert. Also in Ordnung an der Stelle, kann man nichts sagen. Dividende wird jetzt eben auch schon ganz lange dieser eine Dollar da oder dieser eine koreanischer Won bezahlt. Und da hat sich auch nichts geändert dran. In den Zukunftsaussichten, da soll man jetzt eben auch hier 2024 schlechtes Ergebnis einfahren wie 2023, aber ab da soll das Umsatz wieder, der Earnings per Share wieder weiter wachsen und das gleiche gilt für den Umsatz. Also könnte jetzt dann doch wieder interessant werden. Ja, das war es jetzt zu den 5 Aktien. Für mich vor allem interessant L'Oreal und Axon Enterprise, aber die sind alle ja, gute Unternehmen und ich bin eigentlich ganz froh, dass hier ihr nicht solche komischen Aktien wie zum Beispiel Bayer vorstellt oder so, sondern wirklich auch sehr starke Unternehmen mit einem schönen Trend und einer schönen Marktposition. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.